Ich glaube, mittlerweile gibt es im Skaten selber in der Szene, wenn man das so sagen kann, wieder eigene Subkulturen. Und da ist mittlerweile die DIY-Szene eine wirklich ausgeprägte Kultur. Also oft sind die Leute, die zusammen Skateboard skaten gehen oder gemeinsam Street skaten, auch die Partie, die auch die Rampen dann irgendwo in Eigenregie hinpflastert. Was war allem DIY? Ein guter Platz, Freiraum in der Stadt, Skatepark, eine Gemeinschaft. Schwer zu beschreiben. Es haben so viele Leute da mitgewirkt. Ich kann auf dem Platz alles machen, was ich will. Wenn ich Lust habe, irgendwas Skaterampen zu betonieren, dann mache ich das. Wenn ich Lust habe, jetzt einen Griller anzureißen, dann grillen wir was. Man trifft sich mit Leuten. Ja, es war einfach ein Lebensraum. Also nicht so dieser klassisch typische Platz in der Stadt, sondern halt ein Raum, der von den Leuten, für die Leute gemacht worden ist. Der Platz war einfach da. Man sucht sich ja nicht einfach so ein Gelände aus, weil Bäume rundherum stehen, weil es zentral ist, weil es gleichzeitig abgelegen ist, sondern es war halt einfach ein nicht benutzter Raum. Und wenn du sowas machen willst, dann war es bis jetzt eigentlich so, dass man sich einfach danach gerichtet hat, was war frei, das nehme ich. Das sind nicht die ersten Rampen, die wir gebaut haben. Wenn es richtig gemacht wird, werden Skateparks von den Leuten geplant, die sie benutzen. 2 Jahrzehnte lang sind Skateparks in Österreich vor allem von Sportgeräteherstellern aufgestellt worden. Wirklich aufgestellt. Fertigteile, klassischen Plastikrampen, die es in jedem zweiten Dorf gibt. Wenn die Stadt keine Skater an der Hand hat, dann ist in der Kommunikation schon was schief gerannt oder sie haben einen Skatepark stehen, wo einfach keine Leute sind, weil sie so schlecht sind, dass sie niemand fahren will. Das ist einfach ein laufender Prozess und das ist das, was am meisten Spaß macht. Du weißt nie, welche Rampe kommt als nächstes. Du hast vielleicht Wochen vorher schon eine Idee oder das könnte ganz gut passen und dann kommt irgendwer anderer mit dem Meisterplan und du sagst, ja, scheiß drauf, mach mal deins, ist geil. Also Planung ist kein Muss. Je mehr Wissen du hast, desto mehr neigst du aber dazu, das zu planen. Also du hast dann schon die Idee, okay, so groß muss das ungefähr sein. Den Radius, das kriegt man mit der Zeit ins Gespür, weil man skatet ja auch nachher selber. Das ist halt ganz wichtig. Der politische Gedanke, das Ding dem Erdboden gleich zu machen, ist wahrscheinlich größer als wie der politische Gedanke, einfach was zu machen. Also ich habe für meinen Teil erst im Laufe der letzten Jahre entdeckt und auch irgendwie gesehen, was wir dann eigentlich machen. Davor war es halt, wir haben einen Platz, geil, wir bauen was hin und skaten einfach. Mit der Zeit fängt man an, darüber nachzudenken oder auch nicht. Und da kommt man dann halt schon drauf, naja, eigentlich, was ist öffentlicher Raum? Ist nicht gescheiter, die Leute gestalten sich den selber, weil dann machen die Leute das für sich selber und andere. Sie kennen die Bedürfnisse, sie wissen ganz genau, was sie brauchen. Also dieses Prinzip vom DIY-Spot kann man sicherlich auf viele Bereiche umlegen. Es ist ja ziemlich viel Wehmut dabei, dass der Platz weg muss. So fühle ich mich. Aber ich bin froh, dass wir es nicht selber zahlen müssen. Das ist ein kleines Trostpflaster. Mittlerweile sage ich, okay, ich sehe das als Entwicklungsprozess. Es ist jetzt von Ort zu Ort, von Spot zu Spot immer eine Stufe höher gegangen. Von in der kompletten Illegalität, wie manche Gruppen da agieren, bis hin zu einem offiziellen Mietvertrag. Und wir schauen jetzt einfach nur in die Zukunft. Wir haben vielleicht was Neues an der Angel. Schaut gut aus und da können wir zumindest weitermachen.